In diesem Video werden wir die Bedeutung und die Herkunft des Wolfsgroßes klären. Denn aus Unkenntnis wurde schon viel Falsches über den türkischen Wolfsgroß berichtet. Wenn ein Türke heute den Wolfsgroß mit der Hand macht, dann grüßt er nicht nur jene Türken im eigenen Land, sondern alle Türken und türkischen Länder dieser Welt. Der Wolfsgroß steht für Einheit und Zusammenhalt aller türkischen Länder. Damit verbunden ist auch der Stolz, ein Türke zu sein. Der Wolfsgroß wird außerhalb der Türkei auch in Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, in Teilen Russlands und der Mongolei verwendet. Die Menschen in all diesen Ländern erkennen im Wolf ihr gemeinsames Ursprungstier, welches auf ein Gründungsepos zurückgeht. Es handelt sich hier um das gemeinsame Ursprungsepos der Türken, welches Historiker in die Anfänge des Türkentums datieren. In dieser genannten Athena-Legende sei ein Junge von einer Wölfin aufgezogen worden, welches das Überleben des türkischen Volkes sicherte. Deshalb ist der graue Wolf seit mehreren tausend Jahren das Zeichen des Türkentums. Schon die Etrusker, Basken, Vorfahren der Hunnen, die Hunnen selbst, Göktürken, Awaren, Uiguren, Seldschuken, Osmanen und weitere Länder kennen den Wolfsgroß und haben diesen bei Begegnungen mit anderen Völkern gezeigt. Auch Atatürk feierte im Jahr 1923 den Wolf als stolzes Zeichen der neuen Republik Türkei. Atatürks politische Partei, die CHP, hatte überall den Wolf als symbolisches Zeichen enthalten. Die türkischen Münzen, Geldscheine, Briefmarken zeigten im Gründungsjahr der Türkei das Bild des grauen Wolfes. Auch auf türkischen Marken, welche von Atatürk gegründet wurden, kann man den Wolf in Bildern erkennen. Für Atatürk waren die übrigen türkischen Länder genauso wichtig wie die eigene Republik. Deshalb besuchte Atatürk alle diese Staaten, um eine türkische Einheit und Zusammenarbeit zu bewahren. Für Atatürk gehörte auch Finnland zu diesen Ländern, was er mit der Sprachherkunft in Zusammenhang setzte. Von Atatürk inspiriert übernahm Alparslan Türkeş den Wolfskult in seine später gegründete politische Partei, der MHP. Türkeş sah die MHP als die Weiterführung der von Atatürk gegründeten Partei CHP. Aufgrund von Rassismusvorwürfen wurde Alparslan Türkeş verhaftet, dann aber wegen mangelnden Beweisen wieder freigelassen. Der Nationalismusgedanken, den wir in westlichen Ländern beobachten, muss man in der Türkei anders werten. Denn in Ländern Mitteleuropas gibt es Parteien, die aktiv ausländerfeindliche Politik betreiben. Egal, ob das von der politisch rechten oder linken Seite kommt, das nennt man Nationalismus. Sobald bestimmte Kreise einer Nation eine andere fremde Nation verachten und diese aufgrund von Vorurteilen degradieren, dann spricht man von Fremdenhass. Denn bei Nationalisten sind Ausländer nicht willkommen, auch jene nicht, die dringend Hilfe benötigen würden. Und wenn ausländerfeindliche Gesetze beschlossen werden, dann ist auch die Regierung nationalistisch. In Mitteleuropa ist der Nationalismus sehr verbreitet. Das erlebte und meldete auch schon der türkische Präsident. Schaut man in die Türkei, dann zeigt sich ein anderes Bild. Auch in der Türkei gibt es vereinzelt Nationalisten. Diese sind aber eine kleine Minderheit. Dazu gehört auch die Organisation der Grauen Wölfe, welche in Deutschland als nationalistische Gruppierung beobachtet werden. Man kann den Wolfsgroß deshalb aber nicht auf diese Minderheit reduzieren. In der Türkei politisieren die ultrarechten Parteien mit einem Patriotismus. Patrioten sind Menschen, welche ihr eigenes Land lieben. Am liebsten würden sie die ganze Welt in ihr Land einladen, um zu zeigen, wie schön ihr Land ist. Das gilt für alle Menschen, egal welcher Religion sie angehören. Im Vielvölkerstaat Türkei sind Kurden und Armenier meist Patrioten. Das ist die Haltung der Türken allgemein. Im Patriotismus liebt der Deutsche sein Vaterland und der Türke sein Mutterland. Alle übrigen Nationen werden respektiert und geachtet. Patrioten möchten eine Zusammenarbeit mit anderen Nationen. So möchte auch die Türkei in die EU aufgenommen werden. Nationalisten jedoch sind gegen einen EU-Beitritt. Türken denken global, möchten aber auch gerecht behandelt werden. Bei gefühlter Ungerechtigkeit rechtfertigen sich die Türken, denn sie lassen es nicht zu, dass ihr Land beschmutzt wird. Das hat aber nichts mit Nationalismus zu tun. Der Wolfsgroß ist weder politisch noch nationalistisch. Patrioten lieben ihr Land so sehr, dass sie für ihr gelobtes Land auch ihr Leben hergeben, um es zu verteidigen. Patriotismus zeigte das türkische Volk beim letzten Putschversuch 2016, als die Türken sich mit türkischen Flaggen vor die Panzer stellten und so den Militärputsch verhindern konnten. Patriotismus kann aber auch zur Überheblichkeit führen. Ein echter Patriot stellt nicht sein Land vor andere Länder, sondern lobt seine Nation anhand erbrachter Leistungen. Die Türken sind stolz darauf, dass ihr Land den Millionen Syrern in Not helfen konnte.
Sie sind auch stolz darauf, dass sie eine Persönlichkeit als Volksvertretung haben, welche sein Volk ernst nimmt und das Land in allen Belangen verteidigt. Wo der Nationalist gegen andere Völker und Nationen mit Vorurteilen vorgeht, zeigt der Patriot die Liebe zum Land. So sagte Atatürk auf den Wolf zeigend: Es kann sich jeder glücklich schätzen, wer sich Türke nennen kann.